Es gibt keinen Grund für Empörung an dieser Stelle, denn wir haben eine humanitäre Verantwortung. Wir sind 20 Jahre im Afghanistan-Einsatz gewesen. Wir setzen jetzt als Bundesregierung das um, was wir gemeinsam vereinbart haben. Und wir haben in einem sehr klaren, scharfen Auswahlverfahren Menschen die Möglichkeit gegeben, hierher zu kommen, sind doch nicht zu skandalisieren. Ich verstehe nicht, dass man sich aus diesen legalen Möglichkeiten nach Sicherheitsüberprüfung Hey Leute, willkommen in der Realität. Ihr müsst euch dieses Video anschauen. Britta Hasselmann von den Grünen wird auf einmal richtig nervös, als sie gefragt wird, warum trotz aller Kritik immer mehr Menschen aus Afghanistan eingeflogen werden. Am Anfang wirkt sie noch kontrolliert, aber dann. Sie zittert, weicht aus, stammelt und plötzlich wird klar, diese Frau zieht ihre Linie durch, egal ob's dem Volk passt oder nicht. Ist das Wut? Ist das Angst oder ist ihr einfach egal, was die Menschen in Deutschland denken? Schaut's euch an und sagt mir in den Kommentaren, wie ihr das seht. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt unbedingt eure Meinung unten rein. Ich bin gespannt. Auf geht's! Und nachfragen können wir dazu bei der Co-Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, bei Britta Hasselmann. Schönen guten Morgen. Guten Morgen nach Berlin. Also aus der Union kommt jetzt viel Kritik, dass jetzt noch Afghaninnen und Afghanen aufgenommen werden, weil ja klar sei, so die Argumentation, dass die nächste Regierung das nicht wolle. Zum Beispiel Sachsens Innenminister Schuster sagt, das gehöre zum politischen Anstand. Ist das kein nachvollziehbares Argument für Sie? Nein, aus meiner Sicht ist das kein nachvollziehbares Argument und ich finde, es gibt keinen Grund für Empörung an dieser Stelle, denn wir haben eine humanitäre Verantwortung. Wir sind 20 Jahre im Afghanistan-Einsatz gewesen. Wir wissen, dass in Afghanistan ein brutales Terrorregime herrscht, das gerade Frauen, Kinder, aber auch Regimekritikerinnen, Menschenrechtlerinnen gefährdet sind an Leib und Leben. Und wir haben eine rechtlich verbindliche Zusage gegeben für diese Aufnahme. Und deshalb ist es auch richtig und notwendig, sie durchzuführen. Letztlich, Frau Hasselmann, ist es aber so, dass die wohl neue Regierung diese Aufnahmeprogramme eben stoppen möchte, keine weiteren möchte. Deswegen doch noch mal die Frage, ob dann, wenn man das jetzt weiterführt, das nicht sozusagen die Politik der nächsten Regierung konterkariert. Wir setzen jetzt als Bundesregierung das um, was wir gemeinsam vereinbart haben, wo wir auch rechtlich verbindliche Verpflichtungen eingegangen sind. Und wir haben in einem sehr klaren, scharfen Auswahlverfahren Menschen die Möglichkeit gegeben, hierher zu kommen. Diese Menschen sind gefährdet an Leib und Leben. Dieses Terrorregime in Afghanistan ist brutal. Wir wissen, dass insbesondere Frauen und Mädchen, Menschenrechtlerinnen, Schulleiterinnen, Journalistinnen gefährdet sind, mit dem Tod bedroht sind. Und deshalb finden hier seit Monaten Anträge, Visaverfahren, Sicherheitsüberprüfungen statt, sodass diese Menschen über das Bundesaufnahmeprogramm oder Landesaufnahmeprogramme nach Deutschland kommen können. Wir sind dort eine rechtliche Verpflichtung eingegangen und können nicht, weil die Kretschmers oder die Spahns der CDU, CSU denken, das stellen wir jetzt gerade mal eben ein, aus dieser rechtlich verbindlichen und aus meiner Sicht der Humanität und Menschlichkeit gebotenen Situation einfach aussteigen. Okay, also Frau Hasselmann, ich halte fest, das eine ist die moralische Komponente, aber Sie sagen auch, es gibt eine rechtlich verbindliche. Das heißt, ist das dann
ein Rechtsbruch, den die Union von der noch geschäftsführenden Regierung erwartet? Ich verstehe nicht, warum die Union versucht, auf dieser Ebene jetzt politisch und polemisch mit dieser Empörung Politik zu machen. Diese Aufnahmeprogramme, auch die Resettlement-Programme, die die Bundesregierung in der letzten Wahlperiode vereinbart hat, sind doch nicht zu skandalisieren. Ich verstehe nicht, dass man sich aus diesen legalen Möglichkeiten nach Sicherheitsüberprüfung, nach einem wirklich komplexen Verfahren der Auswahl von Menschen, die gefährdet sind, dem jetzt so begegnet. Ja, es ist aus meiner Sicht schwierig genug, dass das im Koalitionsvertrag eingestellt worden ist, dass wir diese Programme nicht mehr machen. Aber insgesamt ist es, leben wir doch im Rechtsstaat und müssen sich internationale Organisationen auf unsere Zusage verlassen können. Der Punkt ist, glaube ich, angekommen. Es geht ja um 2600 Personen, jetzt zumindest in dem aktuellen Bericht, in dem aktuellen Verfahren. Ein wichtiger Punkt, den haben Sie angesprochen, das ist dieser Sicherheitsaspekt. Der CDU-Generalsekretär Linnemann, der sagt eben, man wisse zum Teil nicht genau, wer in diesen Flügen sitzt. Sie sagen aber, ja, die sind alle komplett sicherheitsüberprüft. Das heißt, Sie können auch ausschließen, dass da jemand dabei ist, den Sie nicht kennen. Also das, was die Bundesregierung mit den international vereinbarten Organisationen dort macht, ist doch, Menschen müssen sozusagen nach bestimmten Auswahlkriterien, nach der Stellung eines Visa-Antrags, nach der Sicherheitsüberprüfung in einen Charterflug, so wie Sie das berichtet haben, werden dort noch einmal sicherheitsgeprüft. Deshalb aus meiner Sicht, und das beantwortet doch die Bundesregierung, das Bundesinnenministerium, das Bundesaußenministerium auf Nachfrage auch so. Diese Personen sind sicherheitsüberprüft, auch durch deutsche Behörden. Darauf muss sich jeder verlassen können. Sagt die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Hasselmann. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Danke, gerne. Also ganz ehrlich, Frau Hasselmann, was war denn da los? Erst drehen Sie noch ganz ruhig und plötzlich beginnt das Zittern. Der Körper scheint bei den ganzen grünen Lügen einfach nicht mehr mitzumachen. Vielleicht ist das schlechte Gewissen, das sich da endlich mal meldet. Ihr Grünen wurdet abgewählt und jetzt versucht ihr mit aller Macht noch schnell ein paar Leute rüberzuholen. Wie verzweifelt muss man eigentlich sein? Und dann so tun, als würde alles korrekt laufen? Natürlich, Frau Hasselmann. Bei Ihnen läuft immer alles korrekt, genauso korrekt wie die Untersuchung wegen mutmaßlicher Passfälschung in Baerbocks Außenministerium. Aber klar, da war natürlich nichts, ne? Was in Ihrer Partei abgeht, das ist einfach nur noch irre. Ihr schiebt euch gegenseitig die Posten zu oder setzt euch gleich selbst drauf. Schnell noch ein paar Beförderungen durchdrücken, neue Behörden gründen, wie in Frankreich. Hauptsache, die Gelder fließen weiter. Ihr ganzer Auftritt hat alles verraten. Nervosität, Unsicherheit, vielleicht auch einfach die Angst, dass das Kartenhaus bald zusammenbricht. Aber keine Sorge, Frau Hasselmann. Der Wähler hat längst verstanden, was bei den Grünen läuft. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten und vergesst nicht, zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren, damit wenigstens hier noch alles korrekt abläuft. Bis zum nächsten Mal.